Herzlich willkommen und ja, ich rede auf Deutsch und zwar wird es ein kleines besonderes Video. Es wird mein 100. Video, das ich jetzt produziere. Vorher habe ich ja mit Severin zusammen die Videos produziert und das wird jetzt das 100. Somit ist es ein kleines Special. Der Grund hauptsächlich aber dafür, warum ich dieses Video jetzt auf Deutsch mache, ist der gute Helldog Player. Der hat mich auf YouTube gefragt in den Kommentaren, ob ich mal ein Tutorial generell auf Deutsch machen kann, und da Deutsch ja meine Muttersprache ist, habe ich mir gedacht, wieso nicht? In diesem Anlass wird das nicht die Regel sein, aber eine Ausnahme. Und zwar werden wir in diesem Sinne eine Axt zusammen erstellen, wo ich wirklich von A bis Z durchgehe, wie fange ich an und wie würde ich das Ganze beenden. Man muss auch dazu sagen, es ist die Art und Weise, wie ich es machen würde. Es gibt sicherlich andere Art und Möglichkeiten auch noch. Und da ich aber aus dem Game Development Bereich komme, zeige ich euch meine Art und Weise. Beginnen werde ich, dass ich Referenzen sammle im Internet, werde ich mir unterschiedliche Bilder zusammensuchen. Wie schaut so eine Wikinger-Axt aus? Es geht hier jetzt nicht um eine Fantasiedarstellung, sondern wie könnte diese wirklich aussehen oder wie hat diese früher wirklich ausgesehen? Macht man einfach Research und so weiter und so fort. Dann werde ich fortfahren mit den Viewplanes, das heißt, ich werde mir mal die Blender-Szene so einrichten, damit ich mit diesen Referenzen dann auch arbeiten kann. Danach werden wir wirklich mit dem Modeling anfangen und schauen, dass wir das in 3D so gut wie möglich rüberbringen. Nach dem Modellieren mache ich üblicherweise auch das UV-Layout. Da es sich hier jetzt nicht um ein Environment oder sowas handelt, werde ich ein uniques Texture Layout machen. Das heißt, ich werde wirklich die Diffuse Map machen, ich werde die Specular Map machen und wie es auch die Zeit zulässt, vielleicht auch die Normal Map, damit man dann wirklich ein schönes Resultat rausbekommt. Ich werde das Ganze zwar jetzt nicht sculpten, aber ich werde so gut wie möglich das Ganze händisch so weit umsetzen, dass es auch eine nette Textur bekommt. Genau. Je nachdem, wo man dieses Asset dann braucht, muss man sich natürlich jetzt schon im Vorfeld überlegen, okay, wird das jetzt für das Rendering benötigt? Dann muss man natürlich ein bisschen mehr Polygone einkalkulieren oder soll es eher für die Spielebranche hergenommen werden? Dann muss es zum Beispiel überlegt werden, okay, brauche ich überhaupt eine Normal Map? Ja, nein. Beziehungsweise, ja, Low Poly, wie viele Polygone darf ich insgesamt verwenden, damit das überhaupt irgendwie in einer Relation zu der restlichen Umgebung steht. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal mit den Referenzen an. So, wir sind jetzt hier in meinem Ordner. Ich habe jetzt im Internet nach diversen Äxten gesucht. Zum Beispiel, wie haben wirklich die Wikinger-Äxte früher ausgesehen? Welchen Stil, das kann man jetzt nicht mehr wirklich sagen. Aber da gibt es diverse Formen, die eben typisch Wikinger sind. Und ja, man könnte natürlich auch ein bisschen eine erfundene Axt dann auch draus machen, aber die Form des Beils, also beziehungsweise des Metallstücks, die ist, glaube ich, schon ausschlaggebend. Ich habe mir wirklich gesagt, aus diversen Quellen mir die Bilder einfach besorgt und habe das kurz in Photoshop reingegeben, habe das freigestellt und ich habe mich jetzt für diese Axt entschieden, die gleichzeitig auch meine Viewplane in Blender sein wird. So, ich habe jetzt Blender jetzt geöffnet. Grundsätzlich brauche ich jetzt mich für hier nichts entscheiden. Es ist einfach so, dass ich schon meinen Viewport etwas angepasst habe. Ich mag es gern etwas dunkler. Ich habe jetzt auch die ganzen anderen Basis-Szenen-Elemente entfernt, sowie da ist normalerweise eine Kamera, eine Lichtquelle und einen Cube. Ja, natürlich, man könnte den jetzt jederzeit wiederholen. Aber ich möchte das wirklich Schritt für Schritt und im Detail mit euch durchgehen. Grundsätzlich, wir befinden sich jetzt im 3D-Raum und mit dem Scrollrad, wenn man das drückt, kann man einmal sich im 3D-Raum bewegen. Wenn ich jetzt die Shift-Taste dazu drücke und dann wieder das mittlere Maustaste gedrückt halte, dann kann ich das Ganze verschieben. Das heißt, es ist einmal die Navigation. Mit Rechtsklick kann man sich ein Menü aufrufen und Linksklick ist bei mir jetzt die Auswahl. Sollte das bei dir nicht so der Fall sein, also beziehungsweise es könnte sein, dass die Reihenfolge andersrum ist, dass man mit rechts etwas auswählt und mit links das Menü aufruft, dann kannst du das ganz leicht ändern unter Editieren, Präferenzen, dann gehst du unter Keymap und da kannst du ganz leicht eben das einstellen, Select with Mouse Button Left or Right. Also
das Auswählen von Objekten, ob ich jetzt das mit der linken oder rechten Maustaste machen will. Nun gut, man kann sich ganz leicht im 3D-Viewport jetzt die Ansichten einstellen, indem man auf dem Numberpad auf der Tastatur die Nummern 1, 3, 5 und 7 drückt. 1 ist die Vorderansicht, 3 ist die seitliche Ansicht, 7 ist die Top-Ansicht. Das sieht man auch ganz gut hier in diesem, also wie das hin und her switcht. Und 0 wäre grundsätzlich die Kamera, aber da wir keine haben, brauchen wir das jetzt auch nicht. Man kann dasselbe Ergebnis erzielen, wenn man jetzt auf diese Achsen klickt. Dann passiert im Prinzip genau das gleiche. Gut, wie ist Blender aufgebaut? Ich habe auf der linken Seite prinzipiell meine Toolbar. Da kann ich auswählen, was ich machen will, mit welchen Werkzeugen ich arbeiten will. Rechts haben wir im Prinzip ein Layer-System, also Ebenen. Wenn du aus Photoshop kommst, dann wird dir die Ebenenpalette was sagen. Da kommen alle Elemente rein, die in der Szene existieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel unter Shift Add, da kann ich also mit Shift und der A-Taste kann ich mir ein Objekt hinzufügen und mache mir zum Beispiel jetzt einen Cube, dann sieht man sofort hier, das heißt Outliner, sieht man sofort, okay, ich habe hier jetzt den Cube, den kann ich auch hier anwählen. Also ich kann ihn auch verstecken oder wieder anzeigen lassen. Gut, entfernen wir diesen Cube mal, weil den brauchen wir momentan jetzt gerade nicht. Ich gehe jetzt in die Vorderansicht und habe sozusagen ein orthogonales Sichtfeld auf der Y-Achse entlang. Das ist, rot ist immer die X-Achse, das sieht man auch hier. Z ist die Höhenachse. Und jetzt möchte ich mir im Prinzip meine Referenz, meine Viewplane in die Szene holen. Und da hat man früher das wirklich manuell hier auf der Seite mit dem N-Tool hereinholen müssen. Aber heutzutage ist es ein bisschen leichter in Blender 2.9. Ich möchte das kleiner und ich habe hier jetzt mein Bild. Das nehme ich und ziehe es einfach hier rein. Okay, das ist jetzt genau hier platziert. Man sieht auch hier im Outliner, dass es jetzt in der Szene ist. Wenn ich jetzt aber da drauf klicke, dann passiert jetzt momentan jetzt einmal nichts. Ich muss, beziehungsweise ich kann einfach an den Kanten entlang fahren und dann kommt dieser Cursor und mit diesem Cursor kann ich mir das Ganze jetzt zurechtrücken. Jetzt mache ich das zum Beispiel kleiner oder wenn ich es wirklich verschieben will, muss ich hier eher in die Mitte gehen bei diesem X. Also auf der Seite skaliere ich es oder auch hier oder ich gehe in die Mitte und verschiebe es hier dann, wie auch immer es dann, wo es auch dann immer hinkommen soll. Platzieren wir es hier jetzt mal. Okay, jetzt haben wir dieses Bild und wenn ich jetzt im 3D-Viewport wieder etwas mehr herumschaue, dann sieht man, das ist wirklich direkt auf der X-Achse 0. Natürlich kann ich das Ganze jetzt verschieben. Zum Beispiel hier mit diesem hier. Man sieht jetzt, dass der Origin Point ein bisschen woanders ist, da ich es bereits skaliert und verschoben habe. Das ist aber prinzipiell kein Problem. Ich kann es nach wie vor verschieben. Oder ich bin jetzt auf zurückgegangen. Dann ist das Bild wieder auf Originalposition. Und ich kann es jetzt verschieben. So geht es natürlich. Genauso. Gut. Oder man drückt wieder die N-Taste und geht auf Item. Und hier kann ich auch genau alles einstellen. Ich sage jetzt X, Y, Z Location soll 0 sein. Dann hat man es im Prinzip genau auf 0. Ich schiebe es jetzt aber ein bisschen nach hinten, beziehungsweise ein bisschen nach vorne. Und das ist auch schon die einzige Viewplane, also das einzige Bild, das ich als Referenz haben kann. Theoretischerweise, wenn man jetzt von rechts drauf sieht, dann wird man jetzt nicht so viel sehen, bis auf den Stiel und eben die Dicke des Eisens vorne. Und von oben wird man eher nur hauptsächlich das Eisen sehen und eben diesen kleinen Holzstumpf. Und von unten eben prinzipiell genau das gleiche wie von oben, nur von der anderen Seite.
Drum werde ich hauptsächlich nur mit diesem arbeiten und den Rest erdenke ich mir. Also das muss man ein bisschen im Gefühl haben, beziehungsweise schaut man sich andere Referenzfotos an. Wie schaut zum Beispiel wirklich der Durchschnitt von dieser Axt aus, beziehungsweise wie könnte der von der Seite ausschauen, wie dick ist das und wie, damit das auch wirklich gut in der Hand liegt. Gut, jetzt haben wir es soweit einmal platziert. Jetzt ist es normalerweise so, dass man zu modellieren beginnt und in gewisser Weise soll das als Vorlage dienen. Und wenn ich jetzt wirklich wieder mit Shift A mir einen Cube erstelle, dann sehe ich, okay, das muss ich noch ein bisschen nach vorne stellen, wurscht, das sieht man nicht durch. Ne? Es ist irgendwie ein bisschen blöd und es kann sein, dass ich jetzt irgendwie etwas mit der Selektierung Probleme bekomme, weil ich jetzt auf der einen Seite das Bild selektiere, auf der anderen Seite diesen Cube und ich will eigentlich das nicht. Jetzt wähle ich mir nochmal das Bild an und gehe hier auf diesen Bild-Icon hier. Und hier sieht man im Prinzip schon ganz leicht, dass man hier die Transparenz einstellen kann. Die gebe ich jetzt mal gleich, die aktiviere ich jetzt gleich mal. Also die Opacity ist ja im Prinzip die Transparenz. 1 ist 100 und 0 ist 0. Also die kann ich jetzt je nach Belieben einstellen. Zum Beispiel das wären jetzt 26% Transparenz. Wenn ich jetzt von vorne wieder drauf schaue, sieht man auch schön durch. Jetzt habe ich noch das Problem mit der Auswahl. Und am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt dieses Bild gar nicht mehr auswählen kann. Weil jetzt, wenn ich jetzt da draufklicke, passt alles, aber ich wähle zuerst das Foto aus. Das will ich nicht. Jetzt möchte ich es im Prinzip sperren oder locken. Und das macht man auch wie im Photoshop genau hier in diesem Outliner. Da gibt es jetzt zwar die Sichtbarkeit, aber es gibt kein Schlosssymbol. Ne? Und das mache ich ganz einfach, indem ich hier auf diesen Filter drücke und da hat man die Bedienungen, die man zusätzlich noch aktivieren kann. Zum Beispiel die Auswahl, ob es auswählbar sein soll oder nicht. Das hat man jetzt plötzlich hier auch dabei und jetzt kann ich es sperren. So, jetzt kann ich, egal wie oft ich da draufklicke oder von wo ich die Auswahl mache, ich werde immer alle anderen Objekte auswählen und nicht mehr mein Bild. Außer ich will es wieder anwählen, dann kann ich es wieder aktivieren, aber das geht ganz leicht hier. Sehr gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Modellieren. Ich werde das kurz noch entfernen, damit wir wirklich von 0 starten. So, jetzt ist wieder alles auf 0 und wir können starten. Also ich möchte prinzipiell zuerst mit diesem Stiel hier beginnen und nicht mit dem Metallschaft, glaube ich, heißt das. Ja, ich werde dann einfach mit Shift A mir das Add-Menü aufrufen. Wenn du jetzt nicht mit den Shortcuts arbeiten willst, dann gibt es hier zusätzlich diese Add-Funktion, also hinzufügen und dann kannst du genau die gleichen Basisobjekte erstellen. Also entweder hier oben oder mit Shortcuts Shift A und dann kannst du eins auswählen. Ob du jetzt eine Fläche, einen Würfel, einen Kreis, eine Sphäre, einen Zylinder, eine runde Pyramide oder einen kleinen Donut. Ja, grundsätzlich wäre die Überlegung, ob man jetzt mit einem Würfel arbeitet oder mit einem Zylinder, weil bei einem Zylinder könnte man theoretischerweise auf diese Fläche skalieren und dann einfach stauchen, so dass das so eine Form bekommt. Aber ich möchte gerne mit einem Würfel starten und das von Anfang an kontrollieren mit diesem ganzen Edge Flow, also mit diesem ganzen Kantenverlauf und wie das Ganze aussehen soll. Ja, der Würfel ist etwas zu groß. Wenn ich da jetzt einfach draufklicke, ich könnte jetzt hier das kleine Fenster öffnen und mir das einstellen. Und wenn ich jetzt da mit der linken Maustaste drauf drücke, gedrückt halte und das dann nach links oder rechts ziehe, kann ich diesen Würfel kleiner und größer machen. Dann hat man die Größe schon mal. Man könnte auch hier die Position anpassen. Y wird man jetzt nicht sehen, weil man natürlich
genau an dieser Achse entlang sehen und Z ist die Position, also die Höhe. Rotation rein theoretischerweise auch noch, aber die belassen wir bitte auf 0. Man soll ja nicht von Anfang an mit falschen Werten arbeiten. Die Size werde ich jetzt schon noch anpassen, in gewisser Weise, und die Location werde ich mir auch noch an diese Stelle rücken. So, mehr oder weniger ist das für mich auch okay. Sobald ich jetzt woanders daneben hinklicke, wird dieses Fenster verschwinden und ich kann das jetzt auch gar nicht mehr aufrufen. Das ist nur einmalig aufrufbar. Man hat das im Prinzip akzeptiert, dieses Basisobjekt. Jetzt kann ich das natürlich angreifen und bewegen, indem ich entweder wieder hier drauf klicke oder es gibt Shortcuts. Ich muss es auswählen und dann G ist bewegen, R ist rotieren und S ist skalieren. Und mit diesen Tools kann man im Prinzip dann alles machen. Ich kann auch hier noch wieder auf rotieren oder skalieren gehen. Und skalieren ist im Prinzip genau, dann kann ich auf die einzelnen Achsen skalieren oder eben als Ganzes. So, das stört mich etwas und wenn ich das nicht mehr brauche, dann bringt es nichts, wenn ich dann nochmal draufklicke, sondern ich gehe einfach wieder auf Selectbox und dann ist dieser Navigationspfeil auch wieder weg. Gut, grundsätzlich haben wir den Würfel jetzt soweit erstellt und was wichtig ist, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie man auswählen kann. Wenn du mit Adobe Illustrator zum Beispiel arbeitest oder ich glaube InDesign auch, dann wird dir das bekannt vorkommen. Da gibt es das Auswahlwerkzeug und das Direktauswahlwerkzeug. In gewisser Weise ist das hier ähnlich. Man hat den Object Mode, also den Objektmode und den Editiermodus, das ist wieder die Direktauswahl. Und da kann man wirklich dann auf die einzelnen Punkte des Würfels eingehen. Beziehungsweise eben auch die Kanten und die Flächen. Und das sieht man mit diesen kleinen Icons hier, dann Selection Mode. Du kannst auch mehrere auswählen, indem du die Taste gedrückt hältst und auswählst. Oder du gehst in den Kanten-Selektiermodus, da kannst du dann wirklich auf die einzelnen Kanten eingehen. Oder die Flächen. Mit diesem Werkzeug kannst du, wie gesagt, Flächen auswählen oder mit diesen anderen Tools hier kannst du die Flächen modifizieren. Oder mit den Shortcuts arbeiten, so wie G, R, S. Und das ist der ganze Spaß vom Modellieren. Ich gehe jetzt wieder in die Vorderansicht. Und ich werde mir einfach wieder dieses Tool aktivieren und werde diese Fläche nach oben schieben. So. Dann schaue ich nach unten, wähle mir die untere Fläche an, gehe wieder in die Vorderansicht und schiebe mir diese Fläche nach unten. So, jetzt haben wir eigentlich schon einen wunderschönen Stil. Fertig, oder? Können wir mit dem nächsten Tutorial fortfahren? Nein, Spaß. Jetzt wähle ich mir noch die Seite an und ich werde mir das jetzt an den weitesten Punkt anpassen. So, also der Stiel wird maximal so weit sein. Das sehe ich jetzt hier oben und unten ist er ein bisschen schmäler dann. Und jetzt die andere Seite auch noch. Die passe ich mir auch wieder an dieser oberen Kante an. So. Das wäre jetzt im Prinzip ein Steinquader und jetzt müssen wir nach und nach die Sachen herausarbeiten, damit wir eine schöne 3D-plastische Form bekommen. Und dazu musst du dann weitere Geometrie hinzufügen und wie ein Steinmetz früher heraussculpten. Interessant wäre jetzt noch, passt der Radius überhaupt? Wie schaut der Stil aus? Passt die Dicke des Stils? Grundsätzlich finde ich die Dicke sogar relativ gut geworden. Man könnte jetzt theoretischerweise wirklich hergehen und noch die Dicke anpassen.
Aber grundsätzlich finde ich es relativ schön von der Form her auch. Schon sehr passend. Genau. Man könnte rein theoretischerweise jetzt nochmal wieder in den Objektmodus gehen und dann skalieren und dann mit diesem an der Y-Achse entlang das Objekt so skalieren, wie man es haben möchte. Nur damit man das auch weiß. Wenn du jetzt schnell zwischen Objektmodus, also zwischen dem Auswahlwerkzeug und dem Direktauswahlwerkzeug, Objekt- und Edit-Modus hin und her switchen willst, dann verwendest du einfach die Tabulator-Taste, dann kannst du ganz schnell zwischen den zwei Modis hin und her switchen. Genau, und jetzt wird es interessant und wir fügen jetzt weitere Geometrie hinzu, beziehungsweise weitere Kanten. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann gibt es je nach Auswahl und dem Rechtsklickmenü unterschiedliche Funktionen. Und relativ weit oben gibt es gleich hier Subdivide, also das heißt unterteilen. Und es kommt eben auf die Auswahl an, was ich teilen will. Wenn ich jetzt hier Subdivide nehme, dann teilt er mir alle Flächen und Kanten in gleiche Teile. Es kommt also auf die Auswahl drauf an. Jetzt habe ich 4 Seiten, also 4 Kanten ausgewählt. 1, 2, 3, 4 und die teilt er wirklich alle. Mit dem Face Selection Tool kann ich jetzt nicht direkt eine Kante auswählen, sondern muss wirklich dann hier auf Edge gehen. So, jetzt wähle ich mir diese Kante und diese Kante aus, werde einen Rechtsklick machen und wenn ich jetzt auf Subdivide klicke, dann bekomme ich genau hier diese Kante. So. Und mit dieser Kante kann ich jetzt theoretischerweise beliebig verschieben und positionieren, um diese Form dann herauszubilden, indem ich die einzelnen Punkte verschiebe. So, jetzt soll aber nicht nur eine Kante sein, sondern diese neuen Geometriepunkte sollen um diesen Würfel, also um diesen Block herumführen, damit ich 4 Punkte habe, die ich anfassen und bearbeiten kann. Jetzt gehe ich zurück. So. Und damit das passiert, kann ich alle 4 Kanten anwählen und drücke auf Rechtsklick, Subdivide. So. Jetzt habe ich einen sogenannten Edge Loop oder einen Edge Ring, weil wirklich alle Punkte miteinander verbunden sind. Und wenn ich jetzt den ganzen auswählen will, dann muss ich einfach die Alt-Taste gedrückt halten und einen Linksklick machen. Somit wird der ganze Ring ausgewählt. So, und wenn ich jetzt wieder nach vorne gehe und mir anschaue, okay, wo soll die Geometrie sich verändern, dann werde ich zum Beispiel jetzt wirklich hier bei diese Kante nehmen, wo das Metall und das Holz sich verändern werden. Ich werde das jetzt eher grob machen, weil ich sehe, hinten wird das Metall spitzer auslaufen als wie vorne. Ich werde es, wie gesagt, von grob dann immer mehr ins Detail gehen. So, das ist eine Möglichkeit, wenn ich einen Edge Ring einführen will. Es gibt ja eine zusätzliche Möglichkeit, da muss ich ehrlich gesagt jetzt gar nichts auswählen, sondern da kommt es darauf an, wo habe ich meine Maus positioniert. Das heißt, rein theoretischerweise brauche ich gar nichts anwählen und es kommt nur darauf an, wo habe ich gerade meine Maus. Und dann, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, wo diese Funktion in diesem Menü ist, aber ich kann sofort einen ganzen Edge Ring, also eine neue Geometrie hinzufügen, die um das ganze Objekt herumläuft. Also mit dem Shortcut Steuerung R. Das erzeugt mir einen Edge Ring und man sieht jetzt momentan noch diesen Ring in Gelb. Das heißt, die Funktion ist noch offen, sie ist noch nicht abgeschlossen. Und mit dem Mausrad könnte ich jetzt noch weitere Ringe hinzufügen. Und man sieht, es ist immer die Hälfte. Das heißt, ein Ring teilt die gesamte Hälfte. 2 Ringe teilen die Fläche in gleichmäßig 3 Unterteilungen. Und das kann man beliebig oft mit dem Mausrad hinzufügen. Wichtig ist aber noch dazu zu sagen, dass ich, wenn ich jetzt links klicke, diese Ringe sogar noch positionieren kann. Das heißt, es ist jetzt zwar der gleiche Abstand, aber ich kann diese dann noch weiter definieren.
Wenn ich jetzt die linke Maustaste wieder loslasse, dann sind wir noch nicht fertig, sondern wir müssen wirklich noch ein drittes Mal klicken. So, jetzt ist alles fertig. Und diese kann ich zum Beispiel jetzt wirklich dann alle verschieben. Ich gehe noch kurz zurück. Es kommt wirklich darauf an, wo habe ich meinen Mauszeiger. Also wenn ich jetzt hier noch bin und einen Edge Ring erzeugen will, kann ich theoretischerweise auch noch hier rüberfahren und dann erzeugt er mir die Teilung von dieser Fläche. Oder von dieser Fläche. Also es kommt wirklich darauf an, was ich dann teilen will und wo ich gerade meinen Mauscursor positioniert habe. Und das ist eine sehr schnelle und einfache Methode, um weitere Edge Loops hinzuzufügen. Ich werde das jetzt einfach einmal in ein paar einfach hinzufügen und diese bestätigen. Ich brauche diese jetzt auch noch gar nicht bewegen. Wenn ich jetzt wieder in die Vorderansicht gehe, dann kann ich mir die einzelnen Edge Loops raussuchen und jetzt positioniere ich mir die Elemente da, wo sie sein sollen. Ich möchte jetzt dieser Form dann nachgehen, damit ich dann diesen Stil in dieser Form bekomme. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das am besten? Ich könnte theoretischerweise die Kante anwählen und dann so verschieben. Ist aber sehr aufwendig, weil du musst ständig in die Seitenansicht gehen, das anwählen und dann wieder in die Vorderansicht gehen und dann verschieben. Ist ein bisschen umständlich. Darum wäre meine Empfehlung, ich wähle jetzt einfach den ganzen Edge Ring an und drücke auf die S-Taste, um zu skalieren. Da muss man aber jetzt kurz auch wieder aufpassen, wenn ich jetzt skaliere, geht es um den Mittelpunkt, also wo ist die Mitte der Fläche, aber er verändert natürlich auch meine Dicke und das will ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Wenn ich das jetzt nicht will, dann kann man bestimmte Achsen deaktivieren beim Skalieren. Das ist jetzt schon ein bisschen fortgeschrittenes Modeling, aber man muss ja nicht immer alle Achsen zum Skalieren verwenden, weil er verwendet X, Y und Z. Und ich gehe jetzt zurück, drücke S zum Skalieren und sage jetzt Shift Y, weil ich will, in den grünen Achse, in der Y-Achse, möchte ich nicht skalieren. Also Shift Y. So, und jetzt skaliert er mir nur in die X-Richtung und in die Z-Richtung. Also ich habe das jetzt hier kurz demonstriert, damit man es in der Breite sieht, aber wir müssen das natürlich hier machen, weil hier sieht man das am besten. Das heißt, ich drücke S, Shift, Y. So, und jetzt kann ich ganz leicht diese Skalierung durchführen. Und das mache ich jetzt hier wieder, Alt-Linksklick. Wo möchte ich das positionieren? Ich schaue mir wieder an, wie verläuft circa diese Kante. Scale, S, Shift, Y. So. Es kann jetzt aber natürlich sein, dass die Form nicht rein symmetrisch verläuft und dass ich das jetzt auf der rechten Seite dann trotzdem nochmal anpassen muss. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt einmal zuerst symmetrisch machen und dann nochmal weitere Anpassungen vornehmen werden. Darum werde ich jetzt das kurz machen und bin dann gleich wieder da. So, jetzt haben wir soweit die Basisform herausgearbeitet. Ich finde, das passt eigentlich so. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich füge noch weitere Geometrie hinzu und möchte das Ganze noch ein bisschen mehr im Detail machen, damit er wirklich schöne Rundungen bekommt. Aber wie gesagt, ich fange gern grob an und gehe dann mehr ins Detail, weil hinzufügen kann man immer leicht, aber das Wegnehmen ist dann etwas schwerer. Es kann ja passieren, dass du theoretischerweise jetzt einen Edge Ring zu viel gemacht hast und der gehört gar nicht hier rein. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten.
beziehungsweise es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich werde dir kurz das zeigen. Entweder ich wähle das an, klicke auf X und sage Dissolve Edges und dann ist alles weg. Ich gehe kurz wieder zurück. Und die zweite Möglichkeit ist etwas, wie soll ich sagen, mag jetzt im ersten Augenblick etwas umständlich wirken, wird aber im späteren Verlauf, wenn man wirklich sehr schnell arbeitet, dann eine sehr große Unterstützung sein. Und ich rede davon, dass man diese Kante entlang der Kante verschieben kann. Also diesen Edge Ring, der hat ja dieser Edge Ring, der hat hier oben eine Edge und unten eine Edge. Und prinzipiell sind diese Punkte nur ein Unterpunkt von diesem Punkt und diesem Punkt. Und ich kann jetzt definieren, dass ich diese Punkte in die Richtung von diesem Punkt oder in die Richtung von diesen Punkten schieben will. Da unten ist die gleiche Geometrie wie da oben. Das heißt, ich kann wirklich entlang schieben. Und das kann ich mit der G-Taste, da kann ich schon mal frei bewegen, also Transform. Und dann, wenn ich Doppel-G drücke, also nochmal, dann bewege ich meine Vertices entlang der Kante. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Jetzt muss ich aber aufpassen, wenn ich jetzt das ganz nach unten schiebe und mit Linksklick bestätige, dann habe ich sie lediglich hierhin positioniert. Sie sind aber nach wie vor nicht miteinander verbunden. Das heißt, die 4 Punkte liegen direkt über den anderen 4 Punkten. Und das ist natürlich nicht richtig. Sie sollen sich auflösen, sie sollen verschwinden, wenn ich sie darüber schiebe. Das heißt, wenn ich jetzt wieder nochmal G drücke, dann sieht man, die sind nach wie vor hier. Okay, wie schaffe ich es also, dass ich jetzt diesen Edge Ring, indem ich sie nach unten schiebe, lösche? Da muss eine zusätzliche Funktion angewählt werden und die heißt Auto Merge, das heißt automatisches Verschmelzen oder Verbinden mit anderen Vertices. Und diese Auto Merge Funktion gibt es hier oben in dem Bereich Optionen und hier sieht man, das ist momentan nicht ausgewählt. Und wenn ich da draufklicke und das aktiviere, dann wird Auto Merge, also das automatische Verschmelzen, aktiviert und es gibt hier einen Threshold, das heißt so viel, es ist eine Mindestdistanz, ab welchen Distanz, wenn die Punkte übereinander liegen, wird verschmolzen. Jetzt ist es bei 0,001 Meter. Wenn ich das jetzt erhöhe, dann wird die Toleranzgrenze immer größer. Das heißt, auch wenn der Abstand noch nicht 100% ist, verschmelzen sich die Vertices miteinander. Umso kleiner der Wert ist, umso genauer muss man arbeiten. Prinzipiell finde ich jetzt nicht, dass man da jetzt irgendeine Einstellung noch machen muss. Das heißt, ich werde jetzt einfach mit 2x G die Punkte an der Kante entlang schleifen lassen und dann ganz nach unten ziehen und sie sind miteinander verbunden. Jetzt gibt es keinen zusätzlichen Vertices mehr. Und so kann ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr leicht Geometrie auflösen. Also ich wähle mir jetzt einen Edge Ring aus und 2x G verschieben. Wieder verschieben. Wieder verschieben. Also so kann ich sehr schnell die Geometrie auflösen. Nur damit das auch bekannt ist. Also ich kann entweder jetzt auf X und Dissolve Edges oder ich mache das Ganze mit der Auto Merge Funktion. Ist beides eine Möglichkeit. Nun gut, so, dann fahren wir fort und zwar möchte ich jetzt ein bisschen diesen klobigen Klumpen hier, der noch sehr kantig ist, mehr in Form bringen, mehr in diesen Stil, damit man wirklich mit der Hand jetzt nicht auf diese Kanten trifft, sondern dass man eine Rundung bekommt. Und grundsätzlich kann ich jetzt sagen, wenn ich jetzt von der Seite drauf schaue, dann wird es links die gleiche Form bekommen wie rechts. Also vorne finde ich jetzt, dass man da sehr individuelle Anpassungen machen sollen könnte. Da ist jetzt nichts symmetrisch. Aber wenn ich jetzt von der Seite drauf schaue, dann sollte man schon sagen, dass das wirklich symmetrisch ist. Also linke Seite und rechte Seite sind ident. Und ich sehe auch hier schon einen kleinen Fehler. Hier ist ein kleiner Vertex, den habe ich anscheinend vorher beim Subdividen
übersehen. Den kann ich jetzt einfach ganz leicht löschen, indem ich ihn auf die Seite schiebe. Weil ja Auto-Merge-Optionen aktiviert wurde. Genau. So, jetzt sage ich, okay, jetzt habe ich die linke Seite und die rechte Seite sollen ident sein. Also ich muss jetzt nicht schauen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier was verschiebe, dass ich das hier dann auch ebenfalls so nah wie möglich mache, sondern man kann das Ganze spiegeln. Und wenn ich jetzt sage, spiegeln, okay, wie funktioniert das? Ich habe jetzt die linke Seite, die soll auf die rechte Seite gespiegelt werden. Das heißt, alles, was ich links mache, mache ich rechts auch. Und das muss irgendwo an einer Kante sein. Also irgendwo muss die Spiegelkante sein. Und das kann ich einfach definieren, okay, das soll die Mitte sein. Also ich mache einen neuen Edge Loop mit Steuerung R und definiere diesen hier. Alles, was jetzt die linke Seite ist, soll auf die rechte Seite gespiegelt werden. Dazu muss man aber erst einen Modifier oder einen Modifizierer zu dem Objekt hinzufügen, der dir dann diese Geometrie spiegeln tut. Das macht er jetzt nicht einfach so, sondern man muss zuerst die rechte Seite löschen, damit die Information verschwindet, und dann sagt man, okay, spiegel mir alles von der linken Seite auf die rechte Seite rüber. Also ich möchte jetzt die ganze rechte Seite auswählen. Natürlich habe ich jetzt hier Move ausgewählt, ich sollte aber eher die Select-Taste drücken, beziehungsweise das ist jetzt momentan nicht richtig, weil jetzt kann ich keine Box auswählen. Ich kann einfach hier draufklicken, dann kann ich diese Select-Box machen und dann kann ich wirklich mehrere Objekte gleichzeitig auswählen. Aber wenn ich jetzt diese Auswahl mache, dann sind nur die sichtbar sind, ausgewählt. Die dahinter sind nicht sichtbar. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn ich jetzt diese Seite markieren will, erstens sind nur die rechten Punkte markiert und nicht die dahinter, und zweitens möchte ich ja diese Fläche auch irgendwie entfernen. Jetzt ist es blöd. Erstens einmal, ich gehe auf den Face-Selektier-Modus, damit ich wirklich jetzt die Flächen an sich selektiere und nicht die Punkte, weil dann ist es viel leichter, dass ich sage, okay, ich werde das alles markieren. Jetzt sind aber die hinteren Felder noch nicht markiert. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt muss man den Modus wechseln. Und dieser Modus, den mache ich mit der Z-Taste. Wenn ich die Z-Taste drücke, dann kann man unterschiedliche Modis der Ansicht wählen. Und zwar habe ich hier momentan die solide Ansicht, das heißt, das Gitternetz von meinem Mesh, also das Objekt, das ist jetzt in einer soliden Darstellung. Man kann das Ganze dann mit dem Rendern sich ansehen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht recht viel ändern, weil jetzt noch keine Lichtquelle und nichts vorhanden ist. Und es gibt dieses Wireframe. Und dieses Wireframe lässt dich durch das Objekt durchschauen und zeigt dir die gesamte Geometrie. Und das ist im Prinzip das Wichtige, was ich brauche. Und wenn ich jetzt die Auswahl mache, dann ist auch die hintere Seite ausgewählt. Und wenn ich jetzt das lösche und Faces, dann ist die ganze rechte Seite weg. Und dann drücke ich wieder auf Z und auf Solid. So, jetzt haben wir die rechte Seite erfolgreich gelöscht. Und jetzt kann ich zum Spiegeln beginnen. Jetzt ist das Mesh offen, also das Objekt ist offen. Ich gehe jetzt auf diesen Modifier, Add Modifier. Und hier gibt es den Mirror Modifier, den finde ich hier unter Generate, also generieren und dann spiegeln. Jetzt ist es momentan so, passiert gar nichts, weil er an der X-Achse entlang spiegelt. Das heißt, hier jetzt sehe ich, dass die Achse X verwendet wird. Wenn ich die jetzt ein- und ausschalte, dann wird anhand meines Originalpunktes, den Origin-Punkt, wird die Geometrie entlang der X-Achse gespiegelt. Das heißt, alles was links, was ihr hier seht, wird auf die andere Seite dupliziert und alles was hier ist, wird auf die andere Seite dupliziert. Ich habe jetzt wirklich zwei Meshes ineinander geschachtelt. Das will ich aber nicht. Ich will an der Y-Achse. Das heißt, alles was hier passiert, möchte ich von links nach rechts rüberspiegeln. Und jetzt sieht man sofort, ich habe hier den Stil jetzt rüber dupliziert, das ist super. Und wenn ich jetzt wirklich hier etwas mache,
dann macht er das auf der rechten Seite auch. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil dann kann man sich Zeit oder Arbeit ersparen. Genau. Und somit möchte ich jetzt da fortfahren. Also, wie gesagt, ich möchte mehr Form in diesen Stil bringen. Und er soll rund werden. Das heißt, wir haben hier jetzt die maximale Ansicht, also die maximale Form des Griffes bis jetzt gemacht. Das ist grundsätzlich aber jetzt nicht diese Fläche, sondern diese Seite. Also hier hat er den dicksten Punkt von der Vorderansicht. Diese Sachen, also diese Elemente sollten eigentlich eher weiter innen sein. Das heißt, hier hat man die Außenkante und das geht jetzt weiter nach innen. Und das kann man aber, und das müssen wir jetzt definieren, damit die Rundung beginnt zu wirken. Und das mache ich, indem ich jetzt wieder das auswähle. Ich gehe in den Face Selection Mode und entweder ich möchte mir das jetzt alles so aktivieren. Dann hole ich mir nur diese Felder hier. Oder es gibt zusätzlich eine Funktion, die heißt Select Circle. Das heißt, ich bekomme so einen kleinen Zirkel und dann kann ich alles auswählen, wo ich drüber fahre. Ich werde das Ganze jetzt einfach entlang der X-Achse skalieren wieder. Und zwar Scale X. Das heißt, er verwendet jetzt nicht Y und nicht Z. Nur die X-Achse. Das heißt, ich werde nur die Stärke definieren. Und wenn ich das jetzt so weiter zusammenziehe, dann sieht man schon, okay, jetzt bekommt das Ganze langsam mehr Form. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich hin will. Jetzt ist es aber so, dass das jetzt 100%ig flach ist. Ich möchte das noch weiter abrunden. Jetzt füge ich mir in der Mitte hier nochmal einen Edge Loop hinzu, definiere den. Das ist jetzt meine Mitte. Jetzt möchte ich diese Kanten noch etwas hineinpushen, also ein bisschen mehr hineinziehen, damit wir hier jetzt die stärkste Stelle haben, genauso wie hier ist die stärkste Stelle und dass hier mehr Rundung entsteht. Wenn ich jetzt Alt-Linksklick hier drauf klicke, dann wählt er mir alle Punkte entlang dieser Seite aus. Und das gleiche kann ich auch jetzt hier nochmal machen. Alt-Shift, dann mit Shift füge ich Auswahl hinzu. Dann wählt er mir diese Kante ebenfalls aus. Und wenn ich jetzt von oben drauf sehe, dann kann ich diese Punkte hineinziehen. Und man sieht schon, es beginnt die Form zu wirken. Beziehungsweise es wird jetzt runder und runder, wenn man das jetzt mit dem Quaderblock von vorhin vergleicht. Also jetzt bekommen wir nach und nach mehr Geometrie. Ich sehe, da unten ist jetzt ein kleiner Fehler, beziehungsweise nicht Fehler. Es ist so, dass hier die Geometrie nicht passt. Wenn ich jetzt wirklich was genauer sehen will, erstens einmal, ich möchte auswählen. Zweitens, mit der Entfernen-Taste beim Numberpad, das ist dieser Beistrich, neben dem Nuller und neben dem Enter, kann ich auf eine bestimmte Auswahl heranzoomen. Und dann ist auch der Fokus in diesem Bereich und ich kann auch darum herum rotieren. Und es ist nicht mehr das gesamte Objekt zum Rotieren, sondern wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann ist wieder nur diese Auswahl der Fokus. Okay, und das soll natürlich nicht sein. Ich werde jetzt mir diesen Punkt nehmen, mit Doppel-G heranzoomen. So, dann wird das auch ein bisschen, dann stimmt das ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt wirklich schon Detailarbeit. Das soll jetzt ja nach und nach mehr passieren. Nun gut, ich werde jetzt noch weitere Geometrie hinzufügen, beziehungsweise ich werde die ganze Form jetzt noch etwas anpassen und es wird jetzt nichts Neues dazukommen. Das heißt, ich werde entweder Geometrie hinzufügen und diese dann bewegen und eben leicht verschieben, sodass mehr und mehr Form heraus passiert. Das ist aber ein Prozess, der jetzt von der Funktionalität nichts Neues mehr zeigt. Und darum kann man diesen Prozess auch schneller ablaufen lassen.
Ich habe doch noch eine Funktion verwendet, die sinnvoll ist bzw. hilfreich ist beim Bearbeiten. Und zwar, ich bin hier jetzt in der Editierauswahl und ich habe den Mirror Modifier aktiviert, und da ist es hilfreich, wenn ich zum Beispiel sage, okay, die Mittellinie, die ist fix, die soll sich nicht mehr bewegen. Und ich habe hier darum Clipping angehakt. Und Clipping bedeutet, die Kante bleibt immer an der Spiegelkante. Wenn ich das jetzt deaktiviere, dann kann ich das ja frei bewegen und ich bekomme hier eine offene Fläche, und das will ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Edge Loop anwähle und nach links rüberschieben will, passiert genau das, und das soll aber nicht sein. Darum aktiviere ich Clipping, und wenn ich jetzt mit G die Auswahl verschiebe, dann bleibt trotzdem die Spiegelkante immer noch vorhanden und es öffnet sich kein weiteres Fenster mehr. Genau, das war im Prinzip Clipping. Und was habe ich noch verwendet? Soft Selection. Wenn ich jetzt eine Fläche anwähle, dann bewege ich ja nur diese 4 Punkte bzw. diese 4 Vertices und Edges und nur diese Fläche. Umso mehr ich anwähle, umso mehr verschiebt sich natürlich, aber der Rest bleibt so, wie es ist. Und es gibt eine Soft Selection. Soft Selection heißt eine weiche Auswahl, dass, wenn ich jetzt eine Transformierung vornehme, sich mehr oder weniger die Umgebung leicht, je nach Radius, mit verändert. Und diese Soft Selection, die sehe ich hier. Proportional Editing heißt das, Shortcut O. Kann ich aktivieren und mit O zum Beispiel ein- und ausschalten. Und was sagt mir das? Wenn ich jetzt auf G drücke, dann bekomme ich diesen Radius. Und man sieht jetzt schon, wenn ich das jetzt bewege, dann verändert sich ganz leicht auch die andere Geometrie. Und wenn ich jetzt mit dem Mausrad nach oben oder unten fahre, dann verändert sich diese Auswahl. Das heißt, ich kann wirklich mehrere Vertices beeinflussen, obwohl ich nur diese paar Faces angewählt habe. Prinzipiell ist der Stil soweit fertig. Ich bin relativ zufrieden. Ich habe noch in der Stärke auch, also auf der Seitenansicht habe ich mir gedacht, okay, da wird sicherlich das ein Knorpel sein, beziehungsweise eine Verdickung, und hier wird sicherlich weniger Dickes sein. Und wenn man das jetzt ansieht, so in die Richtung habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Hier ist es dünner, hier wird es dicker, und ich glaube, dass es hier sogar noch dünner werden könnte. Meistens ist das die schmalste Stelle vom Stiel, und hier wird es immer stärker, weil das auch die meiste Kraft aushalten muss, wenn man zuschlägt oder so. Und das ist meistens auch ein Bereich, der jetzt nicht dick ist, und wo ich auch vielleicht hier nach unten nochmal eine Verdickung bekomme, aber das war's. Und das sind eigentlich die dickeren Bereiche, und da könnte ich auch noch etwas schmäler werden. Das möchte ich noch anpassen, bevor ich jetzt mit dem Stil anfange. Nun gut, jetzt bin ich aber wirklich zufrieden. Wenn ich jetzt mit dem Tabulator wieder rausgehe und in den Objektmodus gehe, dann, ich werde mir das jetzt kurz mal ausblenden, dann sieht man schon, dass
dass da überall die einzelnen Kanten sind. Grundsätzlich, das ist jetzt nicht mehr Low Poly, das ist jetzt schon so eher so ein Mittelding, also wenn das Ganze, nur als Information, man kann sich da unten das anschauen, man hat jetzt 311 Vertices, ja, das sind 548 Triangles, das ist schon solide für ein Spiel, ne? Also Low Poly ist es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, es stört mich auf jeden Fall ziemlich, dass das Shading ziemlich, ja, wie soll man sagen, es ist so kantig, ne? Und das stört mich und ich möchte das ehrlich gesagt jetzt nicht haben. Darum wähle ich mir jetzt, da gehe ich wieder in den Editiermodus und wichtig ist, dass ich jetzt in den Face-Modus gehe. Also Face Selection, nicht Vertex Selection oder Edge Selection Mode, sondern den Oberflächen Selection Mode, wenn man so will. Und dann wähle ich mir alles an und gehe mit rechter Maustaste rein und sage Shade Smooth, also glatt schattieren. Ne? Und jetzt sieht das Ganze schon um einiges schöner aus. Also jetzt haben wir wirklich einen schönen Griff. Es ist zwar jetzt vom Shading her jetzt nicht perfekt, das stimmt schon, aber grundsätzlich haben wir jetzt eine schöne, also für das eigentlich so wenig Geometrie ist, haben wir wirklich einen schönen Verlauf vom Volumen her. Genau. So, der Stiel ist fertig. Fangen wir mit dem Axtbeil oder mit dem Metallstück an. Ehrlich gesagt, das ist ja relativ einfach. Es ist jetzt nicht wirklich großartig. Ja, da unten, ich habe es gerade gesehen, da fehlt noch das Loch. Grundsätzlich, dieses Stück ist ja jetzt nicht wirklich besonders. Also, was muss es schon können? Es ist gerade, es hat diese Form, das ist jetzt auch nicht die große Herausforderung, indem man die einzelnen Vertices verschiebt, und vorne geht es spitz zusammen und da muss es sich rund um diesen Stiel schlängeln oder winden und hinten hat es halt nur diese Stärke. Also das ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Jetzt muss man sich kurz nur überlegen, sollte man das Ganze aus diesem Mesh heraus bilden oder sollte man ein neues Objekt erstellen und das einfach drüber stülpen und sagen, ja, ich stecke die zwei Meshes ineinander, kann ich ja prinzipiell machen, also Shift A, neues Mesh, ich hole mir jetzt zum Beispiel einen Zylinder und ich stelle den ein, der hat ein bisschen weniger Geometrie, sagen wir 12, ne? Größe ist viel zu groß. Und das auch. Dann schiebe ich das Ganze weiter nach oben. Nach Z. Ja. Und die Höhe ist nach wie vor zu groß. Ich passe das noch ein bisschen an. Und dann muss ich es ein bisschen noch in die X-Richtung schieben. Und dann hätten wir prinzipiell ja schon dieses Stück und ineinander geschoben. Wenn ich das Ganze jetzt skaliere an der Y-Achse, ja, geht relativ schnell. Dann haben wir das Ganze ineinander gesteckt und ja, man könnte das Ganze so arbeiten. Ich werde das aber jetzt nicht machen. Ich werde die Sachen jetzt nicht miteinander verknüpfen. Erstens, ich werde einfach aus diesem heraus extrudieren. Extrudieren heißt, ich ziehe Flächen aus den bestehenden heraus und erzeuge damit neue Geometrie. Und außerdem haben wir hier ja diesen Mirror Modifier. Da kann man das gleiche wie beim Stiel machen. Die linke Seite ist die gleiche wie die rechte Seite, von dem her ident. Genau. Ich schaue mir nochmal in den Front View, schaue mir nochmal an, passt das so von den Vertices her? Stimmt das circa überein, wo Holz endet und Metall beginnt? Grundsätzlich ja. Vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Hier sehe ich gerade, ja, das stimmt nicht. Ich werde dafür jetzt einen neuen Edge Loop einbauen. Und genau da sollte wieder auch die Kante sein von Metall und Holz. So. Grundsätzlich passt das so.
Wenn du nicht immer hier oben auf den Vertex, Edge oder Face Selection Mode klicken willst, dann gibt es dafür auch Shortcuts und zwar verwendest du nicht auf dem Numberpad, sondern auf den normalen über den Buchstaben die Nummern 1, 2 und 3. 1 wäre Vertex Selection Mode, 2 ist die Edge Selection Mode und 3 ist die Face Selection Mode. Ja, dann habe ich jetzt Face Selection Mode. Mit Alt- und Linksklick kann ich einen Loop auswählen. Das ist ja nicht nur bei Vertices oder Edges so, sondern auch bei Faces. So, jetzt haben wir unseren Face Loop ausgewählt. Und jetzt zeige ich dir eine neue Funktion, die heißt Extrude. Ich glaube, man kann es auch hier mit Rechtsklick und dann im Menü auf Extrude Faces gehen. Oder man verwendet den Shortcut E. Und was macht Extrude? Man sieht es wahrscheinlich schon hier. Ich habe die Faces und sie werden grundsätzlich jetzt nicht bewegt. Sie werden herausgezogen. Also wenn ich jetzt nochmal kurz zurückgehe, so, dann und das jetzt verschiebe, dann verschiebe ich ja alles. Wenn ich aber jetzt Extrude verwende, dann bleibt diese Kante mehr oder weniger und sie wird neu erzeugt und verschoben. Und somit kann ich dann neue Geometrie erzeugen. Also ich zeige es nochmal hier mit diesem einzelnen Face. Ich ziehe es einfach raus und nochmal und nochmal und nochmal. Also da kann man unendlich viel Geometrie damit erzeugen. So, ich will jetzt aber unseren Face Loop da extrudieren. Und wie mache ich das? Ich extrudiere. Jetzt haben wir aber das Problem. Er extrudiert nur in diese Y-Richtung und das will ich ehrlich gesagt nicht. Darum klicke ich auf Escape. Jetzt ist aber der große Punkt, den man beachten muss. Escape bedeutet nicht, dass ich das Ganze rückgängig mache, sondern es bedeutet, dass die Faces noch immer dupliziert sind, aber an die Originalposition zurückgehüpft sind. Das heißt, das Shading ist zwar jetzt nicht kaputt, aber es sind überlappende Faces, es sind doppelte Flächen übereinander geschoben. Das passt aber so. Wir wollen diesen Ausgangspunkt haben. Wenn ich jetzt auf Scale drücke, dann skaliert er mir natürlich in alle Richtungen diese Faces, also links, rechts und oben. Jetzt ist es aber so, ich will nicht, dass er mir es in die Höhe skaliert. Darum, wie vorher schon, Shift ohne der Achse Z. So, jetzt haben wir nur 2 Achsen. Und das passt so. Ich werde es einmal ein bisschen anpassen. Circa so. Man sieht schon, das ist sehr weit herausgegangen. Es ist in diese Richtung mehr gegangen als wie in diese. Darum werde ich es skalieren nochmal und in die Y-Richtung. So. Nun gut, das sollte jetzt mal so passen. Und wenn ich jetzt, dann sollte ich da auch noch ein bisschen nachjustieren. Das gefällt mir jetzt nicht so. Grundsätzlich. So, jetzt haben wir mal eine Verdickung. Jetzt haben wir aber auch das Problem, das schaut jetzt nicht mehr gut aus, weil, es ist Shade Smooth. Es ist eben glatt schattiert. Egal, ob es jetzt Kanten da sein sollten oder nicht. Jetzt gibt es einen kleinen Trick und zwar gehe ich nochmal in Editier-Modus und wähle mir alles aus. Und dann gibt es hier diesen Button im Menüpunkt. Der gibt eben Informationen über das Objekt aus. Und wenn ich da draufklicke und dann auf Normals gehe, ich werde dir gleich jetzt sagen, was Normals sind, dann findet mir hier den Punkt Autosmooth. Und Autosmooth ist diese Funktion, die wir jetzt brauchen. Autosmooth macht was? Er geht jetzt jede Oberfläche durch und schaut, ist jetzt jede Fläche hat die nicht eine stärkere Krümmung als wie 30 Grad. Weil alles, was über 30 Grad liegt, das bekommt eben eine harte Kante und alles, was drunter liegt, bekommt eine weiche Kante. Und darum wird er automatisch das erkennen, okay, das ist 90 Grad. Darum hart und hier ebenfalls. Und ich kann diesen Wert natürlich auch noch beeinflussen.
und sagen, oh okay, es soll alles, was über 2 Grad ist zum Beispiel. Wichtig ist aber, dass man das Glattschattieren, also das Shade Smooth vorher aktiviert hat, sonst funktioniert das nicht. So, jetzt werde ich so weit hochdrehen, bis er mir diese Flächen alle wirklich als glatt erkennt. Und dann schaut das Ganze auch wirklich hübsch aus. Und da haben wir eine harte Kante. Und genau das passt so. Wenn ich mir jetzt wieder die Seitenansicht anschaue, dann muss ich hier natürlich anscheinend wieder ein bisschen was anpassen, aber grundsätzlich passt das so. Nun gut, sehr schön. Jetzt will ich noch kurz eingehen, was sind Normals. Was ist 3D-Geometrie? Es besteht mindestens aus 3 Punkten und einer Fläche. Ich kann ja rein theoretischerweise hier auch noch eine Edge einziehen, also eine Kante, ist es ein Dreieck. Und ein Dreieck ist die kleinste definierbare Fläche im Raum. Und alles darüber hinaus natürlich ist offen. Aber eine Edge besteht nur aus 2 Punkten und ja, natürlich kann man sie auch platzieren im Raum, aber es entsteht dadurch keine Fläche. Und eine Fläche ist nur mit 3 Punkten zum Erzeugen. Ja, jetzt hat aber diese Fläche eine Richtung. Wenn man das sich jetzt anschaut, diese Fläche schaut in eine gewisse Richtung. Und vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, wenn man jetzt zu nahe reingeht, dann sieht man das ganze Objekt von innen. Also das ist jetzt nicht irgendwie ausgefüllt oder sowas, sondern es ist im Prinzip nur eine Hülle. Man stellt sich nur diese Stärke des Volumens vor. Es ist jetzt außen eine Fläche und innen eine Fläche. Und egal, ob man jetzt rendert oder in der Spieleentwicklung, diese Fläche zeigt in eine Richtung. Und diese Normals kann man sich auch anzeigen lassen, in welche Richtung das zeigen soll. Ich gehe hier oben jetzt in diesen Button, der heißt Overlay, da kann ich das ausklappen und da gibt es viele Funktionen zum Einstellen, auf das will ich aber jetzt nicht eingehen, sondern ganz unten sieht man Normals, also das heißt die Richtung, in die Oberfläche schauen wird. Und ich klicke jetzt das hier an, dann sieht man, okay, diese Fläche schaut in diese Richtung, diese in diese, und wenn man jetzt aber reingeht, sieht man das nicht. Das heißt, das ist die Rückseite von der Fläche und das ist die Oberseite von der Fläche. Da fällt das Licht drauf, hier ist alles richtig. Und das sind Normals. Also wenn man jetzt sich fragt, hier im Objektmodus, was sind die Normals, Auto, Smooth, wie werden die Flächen, die eben dich anschauen, die in deine Richtung schauen, wie werden die geglättet oder nicht. So, kurzer Exkurs, was sind Normals? So, jetzt passe ich mir meine Rückseite noch an und werde jetzt das Ganze nach vorne dann extrudieren. Aber das werde ich später machen. Ich fange gleich mit dem vorderen Part an. Und zwar werde ich auch wieder extrudieren. Ich wähle mir diese 2 Flächen an und ich ziehe das Ganze jetzt einfach mal, grob gesagt, einfach hier nach vorne. Was passiert hier? Okay, das passt so nicht. Es hat jetzt in die Richtung extrudiert, in die Normal sieht, also genau in diese Richtung, wo das Face hinschaut. Da ist es jetzt auch hingegangen und ich möchte das aber nicht. Darum ziehe ich es zurück, da wo es eigentlich hin sollte. Das sieht natürlich jetzt nicht nach einer Axt aus, sondern das müssen wir noch genauer definieren. So, jetzt ist die Frage, wo möchte ich das jetzt noch einmal zuerst hin platzieren? Ich werde es jetzt einmal zuerst hier lassen, weil ich brauche hier dann mehr Geometrie, damit ich das Ganze erstellen kann. Aber hier hinten brauche ich die ganze Geometrie nicht mehr. Das heißt, ich werde die jetzt einmal relativ weit hinten lassen. Damit das Ganze ein bisschen einfacher wird, werde ich mir jetzt einmal zuerst diese Edges hier löschen, weil umso mehr Geometrie man hat, umso komplexer musst du dir die Formen vorstellen, wie du am besten die ganzen Vertices hinplatzierst. Darum am besten ist es am Anfang einfach weniger. Und ich werde mir diese Kanten jetzt löschen. Wenn ich jetzt auf X drücke, dann gibt es hier 2 Unterschiede. Das eine ist Delete, also löschen, Edges, und dann gibt es aber auch noch die Solve Edges. Wenn ich jetzt auf Edges klicke, dann reißt er mir auch die Oberflächen mit und das will ich ehrlich gesagt nicht. Es bleibt jetzt nur diese anderen Edges hier übrig. Das soll nicht passieren. Ich will ehrlich gesagt nur
die Edges auflösen und darum klicke ich hier. Hier verschwindet auch der Vertex und hier bleibt er zwar noch da, aber um das kümmern wir sich auch später. Ich habe jetzt diese ganz grobe Form von diesem Beil und mit dem möchte ich jetzt weiterarbeiten. Ehrlich gesagt, jetzt passe ich das Ganze noch ein bisschen weiter an. Werde das jetzt mal hierher so platzieren. Und jetzt werde ich wieder extrudieren. Auf Escape drücken, dann das Ganze verschieben. Hier wölbt es sich ganz leicht nach oben. Und Box Selection und wähle mir das an und es geht bis ganz herunter. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr grob, aber das wird jetzt alles nach der Reihe angepasst. So, ich fange jetzt mit der Form an. Das ist im Prinzip die oberste Kante und das soll die unterste Kante werden. Das wird die unterste Kante. Und jetzt brauche ich Geometrie, damit ich diese Rundung zusammenbringe. Ich werde mir darum jetzt einfach diese zwei hier nehmen und subdividen. So, jetzt habe ich den nächsten Punkt. Den werde ich mir jetzt einmal herziehen. Kann ich auch ein bisschen drehen. Es ist wurscht, weil durch das Clipping bleibt dieser Punkt auch immer hier. Gut, dann den nächsten Punkt. Prinzipiell kann ich auch mit Edge Loops arbeiten. Da er jetzt nicht mehr weiß, in welche Richtung er weitergehen soll, dadurch, dass mehr als 4 Punkte hier sind, jetzt hört er einfach hier auf. Und das heißt, ich kann auch hier jetzt ganz schnell mehrere Edge Loops hinzufügen, die aber eben nicht weiterlaufen werden, da immer 4 Edges gegeben sein müssen. Und wenn es mehr sind, dann verläuft sich das Ganze. Ich werde darum jetzt 3 hier einfügen und hier wahrscheinlich auch 3. So, und diese passe ich jetzt an. 1, 2, 3. Sollte grundsätzlich eine schöne Form ergeben. Genau. So, jetzt haben wir einmal das hier. Das ist natürlich viel zu dick. Das werde ich mir alles auswählen, indem ich jetzt nicht Alt-Linksklick drücke, sondern dann will er natürlich wieder den ganzen Edge Loop auswählen, sondern ich wähle mir von hier bis hier, drücke ich einfach die Steuerung-Taste und dann Linksklick. Das heißt, ich kann auch nicht einen gesamten Edge Loop auswählen, sondern ich will von hier bis hierher auswählen, dann mache ich das mit der Steuerung-Taste. Und mit der Alt kann man das aber nicht so gut kontrollieren, sondern da kommt dann der ganze Ring dazu. Na gut, jetzt schauen wir sich das von oben an und ich schiebe das jetzt einfach ganz wild herein. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr. Das ist, glaube ich, ebenfalls noch viel zu dick. Das wollen wir auch weniger haben. Es wird wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen dann. Dieser Punkt, den passe ich mir kurz noch an. Der ist wahrscheinlich hier ebenfalls noch viel zu wild platziert. So, grundsätzlich, man braucht jetzt nicht so viel hier hinzufügen. Ich werde trotzdem jetzt noch ein bisschen mehr Form dem Ganzen geben. Ich füge mir hier einen neuen Loop hinzu und sage, wenn ich von oben drauf schaue, das soll noch ein bisschen weicher verlaufen und auch von der Seite bzw. von oben kann ich jetzt noch das ein bisschen besser anpassen. Hier sehe ich, okay, er hat mir natürlich diesen Loop jetzt nicht bis zur Kante gemacht, weil hier auch wieder ein offener Punkt ist und somit mehr als wie 4 Edges, somit kein Loop. Wie mache ich das jetzt? Entweder ich wähle mir die Edge aus und sage Subdivide, dann erzeugt er mir, wenn ich jetzt wieder in den Vertex Selection Mode gehe, einen neuen Vertex hier. Das geht natürlich. Dann muss ich aber diese zwei noch verbinden und das mache ich mit dem J-Key. Also J
verbindet zwei Sachen. Ich könnte theoretischerweise auch die zwei verbinden, aber das lasse ich jetzt mal noch offen. Das ist die eine Möglichkeit, oder es gibt auch das Messerwerkzeug. Das Messerwerkzeug schneidet Oberflächen durch, aber jetzt nicht in dieser Form, dass sie dann offen sind, sondern dass sie neue Geometrie erzeugt. Und zwar ist hier der Shortcut K. Wenn ich jetzt K verwende, dann siehst du dieses kleine Messer hier und ich könnte jetzt einfach da quer durchschneiden, indem ich sage, ich möchte von hier nach hier. Und dann mit Enter bestätigen. Dann erzeugt er mir eine neue Kante. Heißt jetzt aber nicht, dass diese Fläche jetzt durchgeschnitten ist, sondern sie ist einfach nur hinzugefügt worden. Das heißt, ich habe wirklich nur Geometrie hinzugefügt. Also diese zwei Möglichkeiten hat man. Das gleiche ist wieder hier. Also entweder man geht wieder hierher und Subdivide, was im Prinzip mehrere Schritte sind, oder ich bleibe einfach hier, sage K, sage ich möchte von hier wegschneiden und schneide hier rüber. Und somit hat man einen neuen Vertex. Jetzt schaue ich mir das an, werde das hier raufschieben. Das wird ebenfalls irgendwo hier passieren. So. Somit können wir wieder einen neuen Loop erzeugen, der zumindest hier garantiert ist, wenn man das kontrolliert. Hier ist er garantiert, hier aber nicht, weil hier noch wie vor dieser Punkt offen ist. Hier natürlich auch nicht, weil hier sind sehr viele. Hier sind sehr viele Vertices und die jetzt noch im Nichts verlaufen. Soweit so gut. Jetzt möchten wir noch natürlich weitere Geometrie hinzufügen, weil hier natürlich auch eine Rundung passiert. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich werde ehrlich gesagt mir einfach mit dem Edge Loop Tool hier eine neue Kante erstellen und hier ebenfalls. So, gehe ich wieder in die Vorderansicht, dann werde ich mir dieses in Position rücken, circa in der Mitte, also ich möchte circa in der Mitte hier sein und werde dann diese zwei miteinander verbinden. So, jetzt haben wir eine neue Fläche erstellt. Das werde ich mir ein bisschen anpassen noch. Grundsätzlich ist das wahrscheinlich sogar noch zu dick. Also ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich wirklich zu dick. Ich werde das darum noch ein bisschen weiter anpassen. Ich glaube, es ist zu dick. Und ja, ich habe hier ein bisschen einen Blödsinn gebaut. Ich muss ehrlich gesagt das eher so positionieren, damit die Rückseite schön gerade wird. Die soll flach sein und nicht eine Rundung werden. Das ist in diesem Fall genau das gleiche und in diesem Fall eben genauso. So, jetzt haben wir hier eine flache Kante, oben soll es genauso sein. Es soll sehr schön flach sein und hier ebenfalls. Genau. Nun gut, wenn ich jetzt mit der Referenz vergleiche, dann möchte ich wirklich, dass hier eine sehr schöne Rundung passiert, so wie beim Stiel auch. Das heißt, ich brauche hier noch mehr Geometrie. Ich muss schauen, dass ich diese ganzen Vertices alle auflöse und zwar am besten in einem Gitternetz, die ja alle in diese Richtung verläuft. Da werde ich jetzt auch dann Geometrie noch hinzufügen. Ich denke, dass hier oben an der Oberkante, dass das jetzt nicht so kantig sein wird, sondern eher auch ein bisschen so abgeschliffen, abgerundet. Das möchte ich noch einführen und eben hinten, dass der Stiel richtig passt. Ob ich wirklich das Leder hinzufüge, das muss ich mir noch überlegen. Aber grundsätzlich werde ich das Ganze jetzt noch fertig bearbeiten. Das Ganze wird wieder in einem Schnellverfahren ablaufen, da das Video doch schon relativ lange geworden ist. Alles klar, soweit so gut. Ich glaube, ich bin mit dem Modellieren soweit fertig. Ich habe jetzt wirklich genügend Geometrie in diesem Metallstück eingebaut, habe diese ganzen
Elemente noch miteinander verbunden, wie ich es vorher gerade erklärt habe, also mit K oder mit J. Und habe das hier auf der Seite noch ein bisschen abgeflacht. Und ja, habe geschaut, dass das Shading gut passt und dass die Stärke von diesem Metallstück ausreichend gut ausschaut. Und im Großen und Ganzen bin ich jetzt sehr zufrieden. Das Modellieren wäre an sich soweit jetzt fertig. Das heißt, der nächste Schritt wäre das UV-Layout und dann im Anschluss die Texturen, die ich dafür erstellen werde. Das wird aber in dem nächsten Video erst passieren und nicht in diesem. Das heißt, ich wollte jetzt hauptsächlich Referenzen, Viewplanes und das Modeling in diesem Video vorstellen und werde das Ganze teilen, da es doch etwas lange wird. Ich hoffe, dass es für Einsteiger wirklich irgendwie nachvollziehbar ist. Es ist als eingefleischter Modellierer oder als Blender-User, der eben tagtäglich mit diesen Funktionen arbeiten muss oder tut, ist es etwas schwer manchmal, die Funktionen vom Verständnis her wahrscheinlich zu erklären, und es ist irgendwie schon Routine, dass manches so und so funktioniert, und es ist, glaube ich, für Neueinsteiger doch oft ein bisschen viel, wie das Ganze aufgebaut ist. Modellieren, muss ich jetzt auch noch dazu sagen, ist jetzt nicht was ich lernen kann. Es ist was man machen muss, beziehungsweise was man durch Übung lernen wird. Und zwar, wie verhält sich Volumen? Wie gestaltet man Volumen? Also ich kann dir hauptsächlich jetzt ja nur das Tool beibringen, wie geht man mit dem Tool um, aber benutzen und was daraus entsteht, das musst du leider dann selbst machen. Also ich habe halt nach bestem Gewissen das auch selbst so umgesetzt, wie ich mir denke, dass es passt, dass es vom Edge Flow her passt, dass es von der Auflösung her, von den ganzen Vertices her passt. Und ja, es gibt sicherlich dem einen oder anderen, der sagt, okay, das stimmt so nicht. Aber ja, ich bin gerne offen für Kritik, und falls du irgendwie weitere Ratschläge oder Fragen hast, dann bitte ab damit in die Kommentare. Und soweit verabschiede ich mich jetzt für dieses Video und ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich einfach interessieren, wie viele Leute das Video auch auf Deutsch schauen, beziehungsweise dann eben mit Untertitel. Die werden noch einiges an Arbeit jetzt kosten, wenn ich das Ganze alles übersetzen werde ins Englische. Recht herzlichen Dank, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann einfach einen Like da lassen und ansonsten auch ein Abonnement. Würde ich mich natürlich sehr freuen, und bis zum nächsten Mal. Cheers!